Noch einen separaten Video gemacht dazu über Grenzkontrollen und Zoll, weil auch wenn Polen und Tschechei, wenn das EU-Länder sind und da prinzipiell natürlich der freie Warenverkehr gilt, für bestimmte Waren sowie Zigaretten, Tabak und Feuerwerk gelten da Grenzen, trotz EU. Und da will ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, da habe ich ein Video dazu gemacht und ich müsst ihr euch alle anschauen. Und ich habe noch andere Sachvideos gemacht, zum Beispiel zum Thema der EU-Fahrzeugklassen, weil es in die neuen Fahrzeugscheine heutzutage, da steht ja nicht mehr drin wie früher Pkw oder Lkw oder so ein Pickup wie zum Beispiel, das wäre früher gewesen Lkw, Kasten offen, glaube ich. Ne? Und heutzutage steht da dann eben drin N2G, BB oder BE. Also BE ist Pickup, ne? Und BB ist der Kastenwagen, ne? Also der Sprinter oder ähnliche Fahrzeuge. Ne? Und da hat mir eben diese EU-Kürzel, und da habe ich neulich ein Video dazu gemacht und das erklärt, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Und ich habe noch ein anderes Video, da geht es um das Thema LKW-Zulassung beim Pickup und Transporter, weil man ja bei die großen Pickups vor allem und bei den großen Transporter rentiert sich das, wenn man die auf LKW zulässt, ne? Weil man dann weniger Steuern bezahlt. Aber das Problem ist, dass für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ja jetzt die Maut dazu kommt, ne? In Deutschland. Und ob sich unter diesen Umständen noch lohnt, den auf LKW zuzulassen, da bin ich eben auch in dem Video drauf eingegangen. Das ist aber noch nicht online, das kommt aber demnächst. Ihr könnt ja den Kanal mal abonnieren, dann seht ihr das Video, wenn es dann kommt. Und ihr dürft da gern mal in den Playlisten ein bisschen stöbern, was ich da so alles habe. Aber das ist dann alles in der Videobeschreibung, schreibe ich dann immer die ganzen Playlisten rein mit den Links dazu. Ja, und wer jetzt neu dazugekommen ist und sich fragt, wo fährt denn der Kerl hier rum? Wir sind hier in der Tschechei. Bin von Česká Lípa losgefahren und fahre jetzt Richtung Rumburg. Allerdings auf der Nebenstrecke, nicht über die Bundesstraße. Die Nebenstrecke ist zwar länger, aber ich finde die landschaftlich schöner und interessanter. Ja, ich fahre halt lieber hier die Strecke als wie die andere. Weil ich habe jetzt Zeit, ich habe keinen Termin mehr und habe jetzt eine Viertelstunde länger braucht, bis ich zurück bin, oder wen juckt's. Ja. Und da fahre ich dann lieber solche Strecken da. Die hat es halt hier mit vielen Kurven und bergauf und bergab. Ne? Und da ist man ein bisschen anders gefordert, als wenn man nur immer geradeaus fährt. Ne? Das ist ja eine beliebte Motorradstrecke. Wir fahren öfter mal welche, das seht ihr ja immer wieder. Ja, Motorradfahrer lieben das auch mit den Kurven. Ne? Ja, und auch mir mit dem Truck macht Spaß, hier solche Strecken zu fahren. Ja, natürlich was anderes wäre es, wenn ich jetzt da habe ich schon gesagt, gerade eben noch mit Motorradfahrern, da kommen schon die ersten. Die sind ja jetzt noch ganz normal gefahren. Ne? Gut, am Ortsausgang ein bisschen beschleunigt, aber ja, das ist normal, finde ich, so wie es die gemacht haben jetzt.
Da habe ich aber auf der polnischen Seite ein Problem. Interessanterweise, neulich bin ich von Liberec Richtung Skorzelec gefahren, auf der Strecke, und da hatte ich dann Empfang. Nur wenn ich in die andere Richtung fahre, funktioniert es nicht, keine Ahnung warum. Aber das hat mich total genervt. Da fährst du, da waren wir in Bad Muskau, das kennt vielleicht schon der eine oder andere, das ist da, wo dieser polnische Straßenmarkt ist. Und von da Richtung Niesky, ne, kein Empfang, in Bad Muskau nicht, in Rietschen nicht, in Niesky nicht, nirgends. Da fährst du sogar auf der Bundesstraße entlang und kommst ein paar hundert Meter an die Sendemasten dran vorbei, ne? Siehst du, wo sie stehen, und hast trotzdem keinen Empfang. Das gibt's doch nicht. Das sind dann so die Sachen, die nerven mich. Ne? Da versuchst du was zu erzählen und machst einen Livestream, und man kann nichts davon hören. Ich habe noch online, so zumindest die Bruchstücke, die davon noch übrig sind. Ne? Das ist Wahnsinn. Verstehst du kaum was. Ne? Weil dauernd, das sind Garagen. Ja, das war früher so bei den Häusern. Das gab es in der DDR auch so, weil früher hat man die Grundstücke nicht gehabt, bei den Stadthäusern vor allem. So die kleineren Häuser hier haben ja ihren Platz, wo sie die Autos parken können, aber die großen Hochhäuser nicht. So, und jetzt müssen wir hier rechts. Mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja, und wettertechnisch sind wir noch gut. Meine Außentemperaturanzeige zeigt jetzt 50 Grad an. Das kann aber nicht stimmen, weil das kann ich mir nicht vorstellen. 50 Grad, so warm kann es nicht sein, aber das Auto ist gerade in der Sonne gestanden, ne? Also da ist die Sonne drauf. Aber ich weiß nicht, wo der Sensor sitzt, aber 50 Grad kann es auf keinen Fall richtig, das kann nicht richtig sein. Weil mit dem anderen Auto, mit dem grünen Truck, wenn ich fahre, da habe ich auch nicht solche Temperaturen. Oder vielleicht taugt da diese Anzeige nichts, weil das ist ein nachträglich eingebautes Gerät. Und ich habe auch festgestellt, die Uhrzeit, wenn ich den Motor starten tue, dann springt die Uhrzeit immer auf 12 Uhr. Und da muss ich sie neu einstellen, und sobald ich wieder neu starte, der Motor, springt sie wieder auf 12 Uhr zurück. Das ist genau das gleiche wie bei meinem grünen Truck, beim Chevrolet, da habe ich eine Dashcam drin. Und jedes Mal, wenn ich den Motor starten tue, setzt die auch die Uhrzeit zurück, ne? Auf 11 Uhr. Greift das nicht. Ich habe die schon 100 Mal eingestellt, und mittlerweile habe ich keinen Bock mehr. Weil wenn ich es einstelle und ich drücke dann auf Speichern, und dann ist es gut, und sobald ich es ausschalte und wieder einschalte, ist es wieder bei 11 Uhr, und irgendwann hat man dann halt auch die Schnauze voll. Kann nicht bei jeder Fahrt, wenn ich hier 5-mal anhalte und irgendwas zu erledigen habe, kann ich nicht dauernd wieder diese scheiß Dashcam neu einstellen. Das ist doch Blödsinn. Es muss doch möglich sein, dass die das auch speichert. So wie hier, die ich jetzt hier im Ford habe, die speichert Datum und Uhrzeit. Ne? Bei der funktioniert es, und bei der anderen funktioniert es nicht. Das soll mal jeder verstehen.